Bis Anfang 2022 war ich eigentlich 'n glücklicher Fettsack. Ich hatte nie gesundheitliche Probleme oder sonst irgendwas. Ich war immer stolz, wenn ich zum Arzt gegangen bin und der immer gesagt hat: „Für jemanden mit Ihrer Körperstatur haben Sie ziemlich gute Werte.“ Dementsprechend war ich ein ziemlich glücklicher Fettsack. Und dann kam der beste Tag in meinem Leben. Ernsthaft. Ich steige aus dem Stapler aus, bin auf dem Weg zum LKW, um meinem Arbeitskollegen zu helfen und spüre dann ein Stechen in der Brust. Das war das allererste Mal in meinem Leben, wo ich gesagt habe: „So will ich nicht sterben.“ Und am nächsten Tag habe ich alles, was ich an Schrott zu Hause habe, weggeschmissen. Dann bin ich auf das schöne Thema gestoßen mit, Kaloriendefizit, bla bla bla. Habe angefangen, meine Kalorien zu tracken und wie macht man das am besten? Mit einer App. Ich hatte ein paar Stück gefunden gehabt. Dann habe ich angefangen, meine Kalorien zu tracken. Und siehe da, ich esse eigentlich gar nicht so viel. Hat sich danach herausgestellt, dass ich doch so viel esse. Zeitgleich habe ich mit leichten Bewegungen angefangen, wie zum Beispiel in der Wohnung hoch und runter latschen. Weil ich wegen meinem Job, was heißt wegen dem Job? Ich war maximal faul. Wenn ich eine Option hätte, wäre ich sogar mit dem Auto aufs Klo gefahren. So faul war ich. Das hat sich ein bisschen angehört, als wäre ich stolz drauf gewesen. Aber nein, das war ich nicht. Ich wollte generell meine Aktivitäten ein bisschen erhöhen. Weil im Internet steht, das fördert das Abnehmen ein wenig. Dann bin ich rausgegangen, die Straße hoch und runter gelaufen, knapp 500 Meter oder so. Dann wurden aus diesen 500 Metern 1 Kilometer, 2 Kilometer, bis zu 10 Kilometern. Und die Kombination aus 10 Kilometern spazieren gehen können, ohne Atemprobleme zu bekommen und auf die Ernährung geachtet zu haben, hat mich um 10 Kilo leichter gemacht. Was zu dem Zeitpunkt ungefähr 3 Monate an Zeit gefressen hat. Und ich mir dann sicher sein konnte, dass ich definitiv diesmal nicht nur mein Gym-Abo bezahle, sondern auch wirklich durchziehe. Dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und habe dann mit der Kombination aus Ernährungsumstellung und Fitnessstudio in 1,5 Jahren 35 Kilo verloren. Der ein oder andere würde sagen, das ist wie wenn ein Panzer seine TÜV-Plakette verliert. Mag sein, aber ich konnte auf jeden Fall aus meinen 6XL-T-Shirts raus und in 3XL-T-Shirts rein. Für mich war es ein toller Erfolg. Ich bin fitter geworden, ich bin stärker geworden. Und umso stärker ich geworden bin, umso mehr hat mir das Spaß gemacht. Ich war nicht mehr dieser 0815 Fettsack, der einfach nur atmet und frisst und schläft und bla bla bla. Ihr könnt das verstehen, wie ihr wollt. Das ist nicht mein Problem. Ich habe mich für meinen Teil ekelhaft gefühlt. Ich schweife gerade wieder ab. Egal. Ich wurde stärker und habe dann festgestellt, dabei ist das Abnehmen auf der Strecke liegen geblieben, zumindest ein wenig, wie unfassbar stark ich werden kann. Zum Vergleich, ich habe mit 30 Kilo Bankdrücken angefangen und war meinem Peak bei 120 Kilo. Nichts konnte mich aufhalten. Ich habe meine ganzen Sachen von Tag eins an dokumentiert, damit ich irgendwann, wenn ich es geschafft habe, mir den Vergleich angucken kann. Ich glaube, so ab dem dritten, vierten Monat habe ich sogar angefangen, meine Videos auf TikTok hochzuladen. Und Instagram und so. Aber erstaunlicherweise wurde ich nicht geroastet. Wir haben eine so krasse Community zusammen aufgebaut und uns gegenseitig so krank gepusht, dass wir in kürzester Zeit 36.000 Leute geworden sind. Und darunter war vielleicht eine Handvoll negativer Menschen, die unzufrieden mit sich selbst waren. Alle anderen die süßesten Nachrichten, die man sich vorstellen kann. Wir waren uns sogar so krass am Supporten, dass wir abends zusammen live Cardio gemacht haben. Also ich hier vor der Kamera und beispielsweise du von zu Hause aus. Jeden Abend um 18 Uhr. Bis vor 2 Jahren. Das war mein letzter Live-Cardio-Stream.